Willkommen zum Service-Video von Guinan. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie der Boden einer Uhr geöffnet wird, welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt und welche vorteilhaft sind und welche aus Sicht von Guinan kritisch sind. Fangen wir mal an mit einem Gehäuse. Hier habe ich eins mit einem aufgeschraubten Boden. Das ist jetzt ein neues Gehäuse, aber das ist natürlich dasselbe wie bei einer Uhr, die zum Beispiel zur Revision kommt. Dann gibt es so Folterinstrumente. Hier sieht man so eins. Das ist noch ein vergleichsweise professionelles. Es gibt auch welche mit nur 2 Pins. Diese Pins gehen hier hinten in diese Öffnung und dann wird das Gehäuse aufgedreht. Das verwenden wir hier definitiv in der Regel überhaupt nicht. Warum? Es gibt immer kleine Druckstellen an den Gehäusen und wenn das Gehäuse sehr fest ist, schlagartig losgeht, kann es passieren, dass das abrutscht und dann gibt es die gefürchteten Riefen auf der Unterseite vom Deckel. Also das ist nur ein Werkzeug, das gehört in die Folterkammer. Die zweite Möglichkeit, die gerne verwendet wird, ist dieser spezielle Gummiball, der hier aufgesetzt wird und gedreht wird. Das funktioniert, wenn der Boden nicht so stark angezogen ist. Wir verwenden diese Bälle hier in der Produktion, wo ja die Böden zunächst mal, wenn die Uhr produziert wird, erst handfest zugedreht wird und dann erst im letzten Schritt wirklich wasserdicht zugedreht werden. Deshalb verwenden wir diese Bälle nur in der Produktion. So, und jetzt kommen wir zu unserem Standard und das sollte eigentlich der Standard überall in der Uhrenindustrie sein. So kenne ich das zumindest mal, eigentlich auch im Service. Dafür haben wir eine spezielle Maschine, da wird das Uhrengehäuse eingelegt mit speziellen Backen, die wir in der Höhe verfahren. Das Gehäuse wird fest eingespannt zwischen den Hörnern und dann senkt sich hier ein Gummistempel auf das Gehäuse ab und ich habe einen Handgriff, mit dem ich den Boden öffnen kann. Genauso auch zum Verschließen, da wird dann die Drehrichtung geändert und bei dieser Maschine auch mit einem einstellbaren Moment angezogen. Das ist die beste Methode, wie man einen Boden aus unserer Sicht verschließen kann, weil wir hier lediglich den Formschluss über diesen Gummibacken haben, der hier unten sitzt. Der ist immer sauber, der wird jedes Mal sauber gemacht. Das heißt, es gibt da definitiv keine Riefen oder Kratzer. Ja, und wenn wir eine Uhr bekommen, deren Boden extremst fest ist, weil das Gewinde festgefressen ist oder es so ist, dass die Auflagefläche nicht geeignet ist, dass der genügend Haftung hier bekommt. Dann haben wir ein zweites Werkzeug. Das sieht so ähnlich aus wie die Folterkammer, ist es aber nicht. Das Werkzeug besteht hier in dieser Maschine aus einem Formteil, speziell für das Uhrengehäuse gefertigt, und einem Stempel, der in diese, und zwar in alle Öffnungen eingreift. Und dieser Stempel sitzt hier oben geführt drin und sorgt dafür, dass man nicht rausrutschen kann, weil man von oben Druck drauf gibt und das sauber aufdreht. Das verwenden wir allerdings nur für absolute Notfälle und wir haben für jeden unserer Böden hier auch einen speziellen Einsatz. Das heißt, wenn Sie von uns eine Uhr aus der Revision zurückbekommen oder eine unserer Uhren neu erwerben, dann können Sie sicher sein, dass der Boden hier keinerlei Spuren von unprofessionellem Werkzeug enthält. Und da sollten Sie wirklich Wert drauf legen, weil das ist sehr, sehr ärgerlich und praktisch nicht mehr zu beheben.